Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Und damit, Leute, einen wunderschönen vorletzten Tag aus Istanbul. Wir sind mittlerweile an einem anderen Ort. Erstmal richtig cool. Schaut mal hier einmal. Ich befinde mich hier direkt neben dem Stadion von Beşiktaş. Man kann sogar leicht reingucken. Ich will jetzt aber noch gar nicht zu viel zeigen, weil von unserem Zimmer kann man da perfekt reingucken. Also, ich habe ja im letzten Video schon einmal angeteasert, ein zweites Hotel wollte ich mir auch unbedingt noch anschauen hier in Istanbul. Und das könnt ihr sehen, das befindet sich im Süser Plaza Tower hinter mir. Ich muss sagen, das Gebäude wirkt so auf den ersten Eindruck irgendwie ein bisschen hässlich heruntergekommen. Also natürlich alles noch im Rahmen, so schlimm ist es auch nicht. Aber es sieht, finde ich, nicht so schön aus. Auch die Fassade hier unten. Man muss allerdings sagen, da drin befindet sich das The Ritz-Carlton hier in Istanbul. Und das ist schon seit wirklich sehr, sehr vielen Jahren eine Top-Adresse. Ich dachte mir, ey, da kann man mal rein, ganz oben hin, schönen Blick über Istanbul. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal rüber. Wir haben echt ein richtig geiles Zimmer erwischt. Gebucht habe ich es immer bei Sweet Spot. Preisliche machen wir gleich. Was ich direkt sagen kann, es ist nicht so entspannt, da rein und rauszukommen, weil man landet direkt hier voll im Verkehr. Die Wege sind auch alle ein bisschen komisch. Aber gut, bevor wir jetzt reingehen, habe ich noch eine richtig geile Sache für euch. Und zwar, so viele Leute verbringen so viel Zeit am Handy, neue Apps ausprobieren, irgendwo rumtippen. Und wer hätte es gedacht, dass man mit so ein bisschen am Handy rumtippen tatsächlich auch Kohle verdienen kann. Da kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel und das ist empfohlen.de. Wie das geht, das stelle ich euch jetzt hier mal eben vor. Das Prinzip ist super einfach. Ihr könnt euch kostenlos empfohlen.de aus dem App Store oder Play Store herunterladen und dann Apps oder Spiele testen und sogar auch an Umfragen teilnehmen und dafür Geld kassieren. Ich habe das Ganze selbst schon ein Weilchen auf meinem Handy und wir gehen einfach mal rein. Eben war ich zu Hause, jetzt bin ich bei mir im Büro, am Flughafen unterwegs als Zeitvertreib. Apps kann man ja immer zocken. Ich zeige euch mal kurz, wie es geht. Animals und Coins kann man sich jetzt downloaden. Wenn man es ganz durchsuchtet, kann man sogar 412,65 € verdienen. Dauert natürlich. Laden wir uns das mal runter aus dem App Store. Wichtig ist, dass ihr App-Tracking akzeptiert, damit ihr dann auch euer Geld bekommt. Und um die erste Belohnung zu erhalten, muss ich Level 3 abschließen. Ah, guck mal. Wir haben jetzt sogar schon 80 € geknackt. Hat aber auch ein bisschen gedauert. Macht Spaß, einfach ein paar Level zocken und dann sogar noch Geld verdienen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr dann erstmal Geld auf eurem empfohlen.de Account habt, dauert es auch nicht lange, bis ihr da drankommt. Innerhalb von 24 Stunden könnt ihr das auf euer Bankkonto überweisen. Weltweit hat empfohlen.de über 22 Millionen Nutzer und bei Trustpilot 4,1 von 5 Sterne. Solide. Für Abwechslung wird immer gesorgt, es kommen ständig neue Aufgaben, neue Spiele, neue Apps rein. Und wenn ihr das Ganze jetzt mal testen wollt, nehmt auf jeden Fall die 5 € noch mit, die ihr über meinen Link bekommt. Erster Link in der Videobeschreibung oder hier der QR-Code einfach scannen und schon gibt es einen 5 € Startbonus auf euren Account. Danke fürs Sponsoren des Videos und wir machen jetzt weiter in Istanbul. So Leute, welcome back. Wir gehen jetzt mal rein. Let's go. Okay. So our room is the highest floor? Yes, top floor. Das Ritz-Carlton Istanbul wurde 2001 eröffnet und verfügt über 239 Zimmer und Suiten. Es war übrigens auch das erste Ritz-Carlton Hotel in der gesamten Türkei. Gelegen direkt am Bosporus neben dem Dolmabahce Palast, bietet es von vielen Zimmern einen beeindruckenden Blick übers Wasser und auch ins Stadion von Beşiktaş. Es gibt einige renommierte Restaurants, einen Infinity Pool und so weiter und so fort und dank seiner zentralen Lage sagt man schon lange, dass das Ritz-Carlton zu den beliebtesten Luxushotels der Stadt gilt. So Leute, und damit herzlich willkommen hier auf unserer Etage. So sieht das hier aus. Hier kommen die Aufzüge an. Nur finde ich echt ganz schön. Also von außen sieht das Gebäude ja ein bisschen, ja, leicht mitgenommen aus, aber das hat auch so ein Glasgebäude immer an sich, dass das dann schnell passiert. Von innen hier super hochwertig, also alles top clean. Ja gut, wenn man genauer hinschaut, nicht ganz, aber ist schon in Ordnung. Und das hier ist unser Zimmer, 1410. Zack. Welcome, welcome, Leute. Also, ja, das Ritz-Carlton in Istanbul. Ich hatte hier gerade eine Werbung auf dem Fernseher, gut. Travel Plus Awards oder so haben gesagt, das Ritz-Carlton in Istanbul ist das beste Hotel Istanbuls. Ja, und ich muss sagen, bis jetzt bin ich top zufrieden. Wir sind unten angekommen. Alles komplett nice durchgetaktet, ratzfatz hier auf dem Zimmer, haben auch ein super Zimmer bekommen, wobei, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Als ich wusste, es geht nach Istanbul, ich hatte mir halt vorgenommen, 2 Hotels mir anzuschauen. Die letzten Nächte war ich ja jetzt im Mandarin Oriental, das war wirklich super, aber natürlich auch recht teuer. Und dann dachte ich jetzt, es ist noch schön, ein Hotel zu nehmen, was einfach ein bisschen anders ist. Es gibt ja hier gerade auch in dieser Ecke in Beşiktaş viele enorme Luxushotels, wie auch das Four Seasons, das Shiragan Palace, hier um die Ecke ist auch das Conrad Hotel. Aber das Ritz-Carlton hat sich so ein bisschen abgesetzt, einfach weil es in einem Tower ist und man noch einen höheren Ausblick über Istanbul hat. Zimmer gehen hier los bei manchmal schon 250 € pro Nacht. Dann hast du allerdings so einen Seitenblick zu irgendwelchen Gärten oder so. Oder siehst den Bosporus halt.
kaum oder gar nicht. Ich habe 444 € bezahlt für ein Zimmer mit Bosporus View und die haben mir das jetzt gerade so verkauft, als hätten wir auch nochmal einen Upgrade bekommen in ein, was den Ausblick angeht, noch besseres Zimmer, wobei ich das jetzt nur so deuten würde, also wir sind jetzt wirklich in der höchsten Etage und haben wahrscheinlich das zentralste Zimmer zum Bosporus hin, wobei es an sich ja auch keinen Unterschied macht, ob man dann auf der 14. Etage ist oder auf der 11. Außer man ist Fußballfan, ich denke, da läuft es schon am besten. Zeige ich euch sofort. Gehen wir mal rein, kommt mal mit. Das hier ist der Eingangsbereich. Wir haben hier einen großen Spiegel. Habe ich es gerade gesagt? 44 Quadratmeter? Ich glaube schon. 44 Quadratmeter sind natürlich recht groß. Allerdings sind die meisten Zimmer hier im Hotel noch größer sogar. Hier unten stehen unsere Koffer, die wurden gerade schon hier hingebracht. Und dann hat man hier hinter dann auch das Badezimmer. Zack, zack. Hier hängt schon der Ritz-Carlton Bademantel, auch mit dem Logo drauf. Dann haben wir hier die Toilette mit einer kleinen Matte davor. Also auf jeden Fall schön, auch hier Marmor, geil, gefällt mir immer gut. Leicht goldene Akzente, nicht zu viel. Ja, in Dubai ist das ja oft zu viel, hier finde ich es okay, sieht ganz schön aus, alles super clean, geil. Auch eine schicke Dusche mit dem Shampoo. Ich glaube, wir sind hier auf jeden Fall in einem Hotel, was mir vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach viel mehr Spaß macht. Also klar, dieses Zimmer ist jetzt auch nicht günstig. Man darf aber nicht vergessen, wir sind hier in einem absoluten Luxusschuppen, haben eine super Aussicht und zahlen trotzdem verhältnismäßig, wenn man es jetzt mit den anderen Hotels hier vergleicht, ein Sümmchen, was ich so gerade noch verkraften kann. Ich habe mich jetzt auch die letzten Tage gezwungenermaßen ein bisschen mit Hotellerie hier beschäftigt und habe viele Hotels gefunden, die man jetzt vom Namen her nicht kennt, aber die auch top gelegen sind, die gute Bewertungen haben, die auch direkt am Bosporus liegen, die dann so 100 € die Nacht kosten, 150 € die Nacht mit Frühstück. Wenn ich jetzt kein Video machen würde, würde ich definitiv so eins präferieren und würde das auch euch empfehlen. So, ein Waschbecken, ne, zack, haben wir hier ein paar Amenities. Ganz nett, alles was du brauchst. Handtücher und ja, ich kann mal meine Schuhe ausziehen, ja, unerhört. Also schönes, helles, geräumiges Bad, gefällt mir gut, gibt nichts zu meckern. Ich zeige euch jetzt direkt mal das Schmuckstück des Zimmers. Das ist natürlich hier das Schlafzimmer mit dem Ausblick. Wir haben hier ein tolles großes Bett. Schauen wir uns jetzt sofort ein bisschen detaillierter an. Wir haben hier einen Fernseher, der auch groß genug ist. Da hinten die Kaffeeecke. Und das Beste ist natürlich definitiv, und ich muss sagen, das ist schon gewaltig schön. Hier ist alles für mich dabei, was ich feiere. Wir haben hier eine geniale Metropole vor der Nase. Da hinten die Bosporusbrücke, die europäische Seite Istanbuls mit der asiatischen Seite verbindet. Den Turm da hinten, den konnten wir auch vom Mandarin schon sehen. Den finde ich richtig geil. Der sieht irgendwie cool aus. Das ist der Chamlika-Turm. 387 Meter, glaube ich, war er hoch. Ist aber auch auf einem Hügel gebaut, der auch nochmal 200 Meter hoch ist. Also, wenn man da oben ist, bist du schon hoch. Dann kann man wirklich perfekt den ganzen Bosporus sehen. Also, ich würde mal behaupten, von dieser Seite aus gibt es wenige Zimmer, die einen besseren Ausblick haben als ich jetzt hier gerade. Die ganzen Boote, die hier über den Fluss fahren, dann dort hinten geht es ja Richtung offenes Meer. Das ist schon traumhaft schön. Und das Beste, das seht ihr hier unten. Ich kann einfach ins Stadion von Beşiktaş schauen. Leider ist heute kein Spiel. Zumindest spielt Beşiktaş nicht. Fenerbahçe spielt heute. Die sind ja auf der anderen Seite gelegen. Und ich bin gerade noch dran. Vielleicht bekomme ich ein Ticket, weil ich hätte Zeit. Und ich bin ja großer Fußballfan. Da würde ich hingehen. Weil man kann auch sogar von dieser Seite aus mit dem Boot dann rüberfahren nach Kadıköy. Kadıköy, genau. Dort liegt das Stadion. Auch ein geiler Stadtteil. Sehr, sehr cool auch, um essen zu gehen. Ich habe ja noch einen Fußballkanal, Alex wie Fußball. Da wollte ich mal so ein Special-Video drehen, weil es gibt viele Stadien, die Hotels auch mit drin haben und man kann dann quasi vom Hotelzimmer aus das Spiel gucken. Und das hier ist ja quasi auch so, dass man vom Hotelzimmer aus das Spiel gucken kann. Vielleicht komme ich nochmal wieder, um dann von hier aus ein Spiel zu gucken. So, jetzt schauen wir uns mal noch ein bisschen das Zimmer an. Eine Sache noch, wenn ich hier jetzt so sitze, das habe ich eben auch schon gedacht, ich habe ja viele Städte schon gesehen von oben, von tollen Hotels aus. Istanbul ist so... Ich finde, das ist halt einfach, so muss eine Stadt irgendwie sein. Es ist nicht so künstlich hochgezogen, es sieht einfach alles aus, als würde das hier schon Jahrtausende so gewachsen sein. Und das hast du halt in Singapur, Dubai und so hast du das halt nicht, ne? Alles sehr historisch und wunderschön, irgendwie. Wobei der Verkehr wunderschön beschissen ist. Wenn man hier mal irgendwo hinfahren möchte, stehst du eigentlich nur im Stau. Ich könnte auch eigentlich mal das Licht anmachen, ne? Aha. Schauen wir mal hier noch schnell in die Schränke. Vielleicht finde ich ja irgendwas Spezielles. Hier hast du dann noch einen anderen Bademantel. Ja, Bügeleisen, safe. Design vom Zimmer gefällt mir gut. Mag ich eigentlich. Haben sie schön gemacht mit diesem leichten Teppich an der Wand. Schon schön. Auch hier die ganzen Verzierungen und so.
die Weißtöne mit den goldenen Akzenten. Ja, kann man machen. Hier haben wir dann die Minibar. Kaffee ist mit drin, kann man sich machen. Kaffeekapseln, Wasser. Ja. Jetzt will ich mal eine Cola Zero. Was ist das denn? Also Minibar finde ich jetzt persönlich nicht so schön, aber das Meckern auf hohem Niveau, klar, keine Frage. Hier sind irgendwelche Kabel drin. Jack Daniels liegt dann hier rum. Ja, das kann man schon schöner machen, ne? Also das war definitiv im letzten Hotel schicker. Oh, schade, dass es hier anscheinend keine Cola gibt. Was soll das denn? Aber Red Bull haben sie. Das heißt, ich kann meinen Cola Zero Index hier gar nicht fortführen. Oder die haben vergessen, die Cola Zero aufzufüllen. Die sieht irgendwie auch ziemlich leer aus, die Minibar. Gerade eben hat es geklopft. Ich bin auch noch nicht lange hier im Zimmer. Da kam ein bisschen Baklava. Ich buche die Zimmer ja immer über Sweet Spot. Und dann gibt es Hotelguthaben und auch Willkommensgeschenk in Form von Snacks oder irgendwie einem Drink. Hier kam jetzt 3-mal Baklava. Und ich steige noch nicht so ganz durch. Passt mal auf. Ich fühle mich wie die Post. Erstmal haben wir hier eine Karte. Dear Mr. Alex, welcome to the Ritz-Carlton Istanbul. On behalf of our entire ladies and gentlemen team, I would like to thank you for giving us the opportunity to host you and create a pleasant and unforgettable experience together. Handgeschrieben ist sie nicht. Ja, ist natürlich immer ein bisschen persönlicher, aber erwarte ich auch gar nicht. Dann gab es diese Karte noch dazu als Info, dass das hier Baklava ist. Dankeschön, wäre ich nicht drauf gekommen. Und dann habe ich jetzt hier noch, warum auch immer, ja, was ist denn da alles drin? 3 Briefe bekommen. Alle hier vom Ritz-Carlton mit meinem Namen drauf. Interessant. Ich schau mal rein. Erstmal wird hier ein bisschen Baklava probiert. Ja, lecker. Ich bin jetzt nicht der größte Baklava-Fan. Pack jetzt einfach mal alle aus und dann fasse ich euch das zusammen. Wahrscheinlich steht überall mehr oder weniger das Gleiche drin. Oder die haben halt einfach einen Fehler gemacht und mir... Also das hier ist schon mal genau das Gleiche. Und das hier quasi auch. Das ist vom Buchungsteam, die das für mich gebucht haben. Und hier stehen dann die Vorteile vom Hotel nochmal aufgeschrieben drin. Early Check-in if available. Ja, wir konnten schon um 12 Uhr hier einchecken. Upgrade bei Ankunft nach Verfügbarkeit. Also wurde mir ja so erklärt, dass wir jetzt den besten Ausblick haben, aber das Zimmer ist jetzt nicht irgendwie größer oder so. Frühstück für 2 Personen mit drin. Das gibt es hier bis 11 Uhr morgens. Und kostenloses Wi-Fi und natürlich auch $100 Food Credit. Es gibt einige Restaurants hier im Hotel, unter anderem auch Nobu. Das ist so ein Sushi-Laden. Ich glaube, das ist auch eine Kette. Da gilt das aber nicht. Room Credit gilt in 3 verschiedenen Restaurants, unter anderem The Roof. Ich bin auf jeden Fall soweit zufrieden. Danke für die ganzen Briefe hier. Das kam auch noch. Hier wird man als Gast eingeladen, zwischen 16 und 16:30 Uhr in die Lobby zu kommen. Da gibt es dann ein bisschen Afternoon Tea, ist auch mit drin. Und es gibt hier auch eine Club Lounge, da können wir auch hin. Da gibt es dann rund um die Uhr, beziehungsweise bis 1 Uhr morgens, irgendwie kleine Snacks, kleine Drinks. Also was will man mehr? Das ist schon alles natürlich sehr, sehr cool. Ach so, hier haben wir dann die In-Room Dining oder das Menü, die Menükarte. Jetzt gucke ich mal kurz, ob die hier eine Cola Zero wenigstens haben, für meinen Cola Zero Index. Ah, warte mal. Ich glaube, so wird es sein. Deswegen ist die auch überschaubar. Wahrscheinlich sind die nicht-alkoholischen Drinks complimentary. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, weil ich finde keinen Mini-Barcode. Machen wir mal einen kurzen Bettcheck. Oh. Ja, doch. Man liegt schon nicht verkehrt. Man sinkt sehr ein, aber mag ich eigentlich. Und dann so mit diesem Ausblick wach zu werden, ist schon Endstufe, ne? Haben wir hier noch was drin? Schubladen. Hier diese speziellen Tücher. Hier kannst du dann auch noch das Zimmer steuern. Licht an, Licht aus. Man kann es auch dimmen, wobei das irgendwie nicht funktioniert. Hallo. Nö. Ja, und dann haben wir es eigentlich. Bin zufrieden. Ich habe jetzt folgenden Plan. Ich schaue mir mal den Pool an. Ich habe meine Badebuchse an. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch, weil im Internet steht, es gibt einen Rooftop-Pool, der ist auf dem Hoteldach. Das wäre natürlich sehr geil. Bis jetzt habe ich das so verstanden, als wäre der Pool auf der 2. Etage. Schauen wir mal. Also das heißt, The Roof befindet sich aber auf der 2. Etage. The Roof müsste eher auf der 15. sein hier. Komische Definition. Naja, aber schöner Aufzug hier mit dem Holz. Schauen wir uns den Roof mal an. Hier laufen abends dann manchmal Kinofilme, die kann man dann auf dem Roof in der 2. Etage schauen. Ui, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, hier geht's weiter. Hallo. So Leute, ich bin angekommen. Also es sieht wirklich wunderschön aus. Pool ist da vorne, schauen wir uns gleich an. Hier nebenan ist dann halt das Hotelgebäude. Oben drauf gibt es leider keinen Pool, das habe ich dann irgendwie falsch verstanden. Und hier gibt es jetzt ein Essensmenü. Mal gucken, vielleicht esse ich eine Kleinigkeit. Haben sie aber echt schön gemacht hier. Also gefällt mir gut. Die Preise hier sind auch mal ein bisschen humaner als in dem Laden, wo wir vorher waren. Also Mandarin fand ich von der Preisstruktur echt ehrenlos zu teuer. Also das hier ist auch immer noch sehr teuer, aber halt nicht ganz so teuer. Pasta. Es gibt einen kleinen Snack. Ich habe mir hier so Cauliflower, das sind
Oh, eine Katze. Blumenkohl frittiert mit Ranch Dip. Oder so eine Sour Cream Ranch Soße, keine Ahnung. Cola Zero, sehr, sehr lecker. Und super Service hier. Die haben gerade gedacht, ey, ich könnte ein bisschen Sonnencreme gebrauchen. Jetzt haben sie mir Sonnencreme gebracht. Also, ich lasse es mir hier gut gehen. Und jetzt gleich schauen wir uns mal den Pool an. Kurze Erfrischung. Also tief ist es nicht, 90 cm. Man kann auch so von der Seite reingucken, also man sieht die Leute unter Wasser, Infinity Pool mäßig. Ist natürlich trotzdem ganz nett. Ich hätte es gefeiert, wenn der Pool ganz oben wäre, aber man kann ja nicht alles haben. Schauen wir uns mal die Aussicht hier an. Sorry. Ja, ganz schön voll hier jetzt plötzlich. Boah, da war eine Stufe. Mein Zeh. Schön einmal den Nagel umgeknickt. Hier gibt es natürlich auch einen Fitnessbereich und Sauna und Hammam. Das schaue ich mir vielleicht morgen früh noch an. Und Indoor-Pool haben sie, glaube ich, auch. So Leute, einen wunderschönen guten Abend. Wir waren gerade noch auf einer phänomenalen Bootstour, 2 Stunden über den Bosporus. Das war echt richtig geil. Und jetzt geht es zum Essen hier im Ritz. Und zwar ins türkische Fine Dining Restaurant. Wir müssen ja noch die $100 loswerden. Es gibt auch noch ein italienisches Restaurant und was gab es noch unten? Japanisch, glaubst du? Stimmt, Nobu-Restaurant, ja. Also 3 verschiedene haben sie hier. Wir haben uns fürs Türkische entschieden, weil wenn wir schon mal in der Türkei sind. Dann muss man auch mal einen Abend ausnutzen, ne? So, schaut mal Leute, Ada ist auch hier. Der Extremsportler. Wie random, Alter. Also hier haben wir einmal das Nobu, dann hier das italienische. Schaut mal, das sieht auch echt schön aus. Wir müssen hier hin. Wow Leute, schaut euch das mal an. Richtig tolle Location. Wir sitzen hier an so einem runden Tisch. Menü kam auch gerade schon. Also ist halt wie gesagt ein türkisches Restaurant. Gibt Adana, Lahmacun, aber auch Steaks und Pasta. Pide. Ich suche mir mal was Schönes aus. Und ich zeige euch die Karte einmal. Ja, preislich, naja, auch schon eher teurer, ne? Muss man ganz klar sagen. Minimal teurer als das türkische Restaurant, wo wir gestern Abend essen waren. Das war auch echt super. Thank you. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Brot vorweg. Schaut mal, das sieht doch herrlich aus. So Leute, Essen ist da. Ich habe mir eine Adana-Rolle bestellt. Und dazu ein bisschen Bulgurreis. Maria hat eine Pasta, Arabiata. Ich habe doch kein türkisches Essen heute genommen, sondern Parmesan mit bisschen Pasta. Ja, guten Appetit. Boah. Schaut mal hier. Super lecker. Super frisch. Türkische Küche ist einfach geil. Hier ist dann auch noch eine kleine Bar. Direkt neben dem Restaurant. Auch mit... Ah, hier ist sogar das Fenster auf. Wir lassen jetzt noch den Abend ausklingen und sehen uns dann morgen früh wieder zum Frühstück. Das ist aber, glaube ich, auch hier. Oder in der Club Lounge. Kann man auch frühstücken, denke ich mal. Aber ich glaube, wir gehen nach hier unten, weil es ist eigentlich eine schöne Location. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin beim Sport hier im Keller. Leider ohne Tageslicht. Aber ist trotzdem okay. Leute, schaut mal. Hier ist einfach Ada. Wie findest du dich? Alles klar? Ja, bei dir? Echt geile Leistung und so. Ich habe echt viel gesehen, das feier ich. Ich dachte mir, ich beiß mir jetzt ins Knie, wenn ich dich nicht einmal frage. Ich mache auch mal viel Klimmzüge und so. Guck mal einmal drüber, wenn du irgendwas sagst, wo ich noch optimieren kann. Kannst du mir gerne sagen, okay? Sehr gerne. So. Also. So. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich bin da, komm, easy. 11, 12, 13, ich helfe dich, komm. 15, 50, ich will noch 15, egal wie, komm. 1, 2, 3, komm. 1, 2, 3, geht doch. Boah. Hey, vielen Dank. Ja, Danke. da gibt es. Okay. So Leute, fertig mit Sport heute Morgen. Das war ja mal geil, oder? Das war auch noch ein Pool. Indoor-Pool. So, kurz geduscht, zurück auf dem Zimmer. Jetzt geht's zum Frühstück. Wetter in Istanbul ist wieder super. Kein Wölkchen am Himmel.
Echt schön. Ja, heute ist leider schon der letzte Tag, heute geht's wieder zurück, aber machen wir noch das Beste raus. So Leute, das Frühstück unten war im türkischen Restaurant komplett voll und jetzt, also wir haben halt nicht mal einen Platz bekommen, deswegen gehen wir jetzt hoch hier in die Club Lounge, kann ich euch die auch noch zeigen auf der 12. Da ist es dann ein bisschen ruhiger. Ist doch gut, oder? Ja. Haben wir das nicht in Lissabon auch schon mal gehabt? Ja, eigentlich habe ich das immer. Schaut mal hier. Tollen Ausblick jetzt hier auch nochmal zur Seite. Wirklich Ruhe weg hier in der Club Lounge. Bin jetzt mal gespannt, was es hier zu essen gibt. Aber Schokobrötchen, Strawberry, Joghurt, leckeren Kaffee. Was will man mehr? Und auch echt ganz nett. Also ich zeige euch mal sofort das Buffet. So Leute, schaut mal, hier ist wieder mein neues Lieblingsgericht. Menemen. Das werde ich jetzt mal noch hier mitnehmen. Hier gibt es auch einen Koch. Und hier dann ein paar Süßkrams. Leider gibt es keinen à la carte, also man muss sich, also was heißt leider, meckern auf hohem Niveau, man muss sich alles hier selber holen, aber ja, ist natürlich auch ein bisschen die abgespeckte Version von unten, aber trotzdem in Ordnung. Hier haben wir jetzt ein bisschen Menemen. Mal gucken, ob das besser schmeckt als im letzten Hotel. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Nee. Aber trotzdem gut. Mhm, ja. Uiuiui. Waffeln. Cornflakes. Sehr amerikanisch. Normalerweise esse ich immer Avocado und Gemüse. Avocado gibt es nicht, deswegen habe ich jetzt einfach mal auf Kacke gehauen. Sehr gut. So Leute, jetzt wird mal kurz gemeckert. Das hatte ich auch echt lange nicht. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wann das Frühstück in einem Hoteltest zuletzt so nicht gut war. Das Brot ist total trocken, schmeckt wie von gestern, also alles, was ich bis jetzt gegessen habe. Das Menemen ist in Ordnung. Der Kaffee schmeckt so nach Instant-Kaffee. Auch das Schokocroissant war total hart schon. Keine Ahnung, könnte aber auch daran liegen, dass wir halt jetzt hier in dieser Lounge sind, wobei das darf eigentlich auch nicht sein. Im Ritz-Carlton Berlin, das war traumhaft da. Also das ist definitiv das schlechteste Frühstück mit ganz großem Abstand, was ich jemals in so einem Hotel hatte. Naja, ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Dafür ist die Aussicht geil. Hör mal bitte. Ja, die ist halt auch schon so total hart, leider. Ja gut, die liegt da wahrscheinlich schon ein Weilchen. Was geht, Leute? Ich melde mich aus Deutschland. Wir haben Istanbul hinter uns gelassen, war echt sehr, sehr schön. Kleine Bewertung zum Ritz-Carlton fehlt noch, das machen wir jetzt. Ich wollte erstmal noch sagen, ich werde auf jeden Fall nochmal nach Istanbul reisen. Da gibt es noch einige Hotels, die ich mir sehr, sehr gerne anschauen möchte. Und man muss sagen, beide Hotels, wo wir jetzt waren, zuvor im Mandarin als auch im Ritz-Carlton, war alles echt top. Hat Spaß gemacht. Klar, das Mandarin ist vom Level her dann doch nochmal eine Stufe höher, aber kostet auch mindestens mal locker so das Doppelte, ne? 2 Sachen vorweg. Erstmal, wie cool war es? Einfach Ada getroffen. Ich gucke mir manchmal seine Videos an, weil ich ja auch sportbegeistert bin so, und was der da in den letzten Monaten oder auch schon Jahren eigentlich so für Challenges gemacht hat, echt richtig geil. Und der ist da einfach gespawnt. Was ein Zufall. Und ja, das war echt cool. Konnte ich mir auch noch ein bisschen was abschauen da morgens im Gym, was der da an Klimmzügen geballert hat. Wahnsinn. Also ich bleib dran. Und zweite Sache, beim Checkout, da bin ich hellhörig geworden. Und zwar meinte der Rezeptionist, ihr wart in unserem Vorzeigezimmer. Und nicht so wie Vorzeigezimmer. Man muss sagen, das Ritz-Carlton in Istanbul wurde zwischen 2017 und 2019 für knapp 10 Millionen Euro umgerechnet renoviert. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es wohl die ein oder anderen Vorzeigezimmer, die dann noch ein bisschen besser sind als andere Zimmer. Ich habe da noch ein bisschen nachgebohrt, so ganz schlau bin ich dann auch nicht mehr aus dem geworden, weil man muss auch sagen, die haben ja auch schöne Suiten und so, und wenn man sich die anschaut auf den Bildern, die sehen dann, finde ich, noch mal besser aus. Aber es kann halt wohl sein, dass wenn man da ein normales Zimmer bucht, es vom Standard unter dem ist, was wir hatten. Also bitte da nicht wundern. Und ich wollte das jetzt nur transparenzhalber einmal hier ansprechen. Natürlich ein bisschen dubios und hängt vielleicht damit zusammen, dass sie halt vorher gegoogelt haben, was ich so mache. Aber sonst habe ich kein extra Treatment erhalten, nur weil ich jetzt YouTube-Videos mache. Baklava und so kriegt da jeder. Kleiner Willkommensgruß. Lag natürlich auch daran, wie ich gebucht habe. So, wir machen schnelles Fazit. Zimmer fand ich super. Schön modern eigentlich. Die ein oder andere kleine Macke kann ich aber drüber wegsehen. Ist ja jetzt sicherlich dann auch schon 7 Jahre alt. Und natürlich der Ausblick. Also das wurde uns ja mehrfach gesagt, wir haben das Zimmer mit dem besten Ausblick vom ganzen Hotel auf der höchsten Etage, super zentral. Und ja, so dann über Istanbul zu gucken, war schon echt cool. Essen war in Ordnung, das Abendessen war lecker, hat mir und Marie beiden gut geschmeckt. Frühstück fand ich echt erschreckend schlecht, also das hat alles geschmeckt wie von gestern. Wenig frisch, das Brot war nicht gut, der Kaffee war für ein Hotel auf diesem Level auch eine Zumutung, also gut, der konnte man trinken und so, aber also eigentlich darf das so nicht sein. Kann sein, dass es ein bisschen daran lag, dass wir halt oben in die Lounge verfrachtet wurden, weil unten alles voll war, wobei ich das unten ja auch gesehen habe und da war wirklich extrem viel los. Ob das jetzt unten besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Service absolute 10 von 10, vom Check-in bis zum Checkout, alles top. Zack, zack,
durchorganisiert, Gepäck hier, kann man nichts gegen sagen. Abenteuererlebnis fand ich auch super, gerade dann halt mit dem Ausblick, auch so einfach so hoch über Istanbul zu sein, super zentral gelegen. Es ist ein bisschen komisch, manchmal da wegzukommen, manchmal geht man ein bisschen komische Wege, aber sonst alles fein. Und Preis-Leistung fand ich für das Zimmer, was wir jetzt bekommen haben, klar, ich habe ja 444 € bezahlt, eine Menge Geld auch für Istanbul, aber wenn man es mit der gesamten Hotellerie der Stadt vergleicht, fand ich es okay und deutlich besser als im Mandarin. Insgesamt gibt es von mir 8,2 von 10 Punkten und ja, ich bin immer gerne in der Türkei, vielleicht geht's da dieses Jahr auch nochmal hin, bisschen all-inklusive, mal was Neues anschauen. Abonniert den Kanal, checkt empfohlen.de aus und ich mache jetzt Sport. Bin motiviert, das hat mir vielleicht alles nochmal einen kleinen Push gegeben. Haut rein, ciao!